Berlin-Zehlendorf, ein ruhiger Stadtteil, wurde zum Schauplatz eines der spektakulärsten Banküberfälle der deutschen Geschichte. Die Täter, 3 Syrer, ein Libanese, ein Italiener und ein Deutscher, planten ihr Verbrechen monatelang. Sie mieteten eine Garage in der Matterhornstraße und begannen dort, einen engen Tunnel in einen Abwasserkanal zu graben. Dieser Tunnel führte sie unterirdisch direkt zur Commerzbank in der Breisgauer Straße. Die Präzision und Ausdauer, mit der die Bande vorging, war beispiellos. Selbst als der Tunnel einmal mit Regenwasser voll lief und einer der Täter beinahe ertrank, gaben sie nicht auf. Am Tag des Überfalls drangen 2 der Männer durch den Kellerboden in die Bank ein, während die anderen 4 die Filiale offen betraten. Sie nahmen 16 Geiseln und forderten 17 Millionen D-Mark Lösegeld, einen Hubschrauber und ein Fluchtfahrzeug. Die Polizei zahlte 5,6 Millionen Mark, in der Hoffnung, Zeit zu gewinnen und Geiseln zu befreien. Doch die Geiselnahme war nur ein Ablenkungsmanöver. Während die Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen gerichtet war, knackten die Täter im Hintergrund über 200 Schließfächer. Ihr eigentliches Ziel war die Beute aus den Tresoren und nicht das Lösegeld. Als die Polizei das Gebäude schließlich stürmte, waren alle Geiseln unversehrt. Doch die Täter waren bereits verschwunden. Sie hatten sich durch ihren selbst gegrabenen Tunnel abgesetzt. Mit einer Beute von schätzungsweise über 15 Millionen Mark gelang ihnen die Flucht. Die Polizei stand vor einem Rätsel. Wie hatten die Täter unbemerkt entkommen können? Die raffinierte Planung und die Nutzung des Tunnels machten den Fall einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte. Wochen nach dem Überfall begannen die Festnahmen. Der syrische Autolackierer Mautaz al-Barasi, bekannt als Tunnel-Toni, wurde als Schlüsselfigur identifiziert. Sein Halbbruder, der Anführer der Bande, erhielt 13 Jahre Haft. Der Libanese wurde zu 12 Jahren, der deutsche Mittäter zu 10 Jahren verurteilt. 2 weitere geständige Täter erhielten 6 bzw. 10 Jahre Gefängnis. Mehrere Beteiligte blieben jedoch bis heute auf freiem Fuß. Ein entscheidendes Beweisstück war ein Belüftungsschlauch aus dem Tunnel, an dem Fingerabdrücke gefunden wurden. Von den gestohlenen 16 Millionen D-Mark konnten nur 5,3 Millionen sichergestellt werden. Die restliche Beute blieb verschwunden. Der Banküberfall von Berlin-Zehlendorf bleibt ein faszinierendes Beispiel für kriminelle Raffinesse und ein Fall, der bis heute viele Fragen offen lässt.